Ihr habt eine Operation hinter euch gebracht oder plant eine Operation, werdet eine Wunde und eine Narbe bekommen und ihr wollt nicht, dass die so ausschaut. Dann schaut euch dieses Video an, denn hier erklären wir, was ihr tun könnt, um mit einer optimalen Narbenpflege eure Narbe beinahe unsichtbar werden zu lassen. Mein Name ist Dr. Timo Spanholz und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, leite die Praxisklinik am Rosengarten. Wir machen im Monat etwa 100 Operationen an allen möglichen verschiedenen Stellen des Körpers und immer wieder haben wir dabei die Herausforderung, dass die Ergebnisse auch vom Narbenbild abhängen. Wenn man eine Operation wie zum Beispiel eine Bauchdeckenstraffung oder auch eine Bruststraffung bei uns in der Klinik machen lässt, entstehen zunächst einmal sehr sichtbare Wunden. Und diese Wunden kleben wir in der ersten Phase mit einem sogenannten Steri-Strip-Verband ab. Das sind klebende, hautfarbene Pflaster. Die haben mehrere Zwecke. Der erste Zweck ist, sie schützen die Wunde vor Verunreinigungen. Der zweite Zweck ist, sie halten die Wundränder gut zusammen, sodass die Narbe erstmal in Ruhe entstehen kann. Weil am Anfang ist das ja gar keine Narbe, sondern eine Wunde. Die Körperzellen, zum Beispiel Fibroblasten und Keratinozyten, wandern ein, verbinden sich und fangen dann an, Narbengewebe zu bilden. Und das ist genau der Punkt, der Zeitpunkt, wo wir mit der Narbenpflege einsteigen müssen. Das Wichtigste ist, dass egal, ob Sie sich bei uns operieren lassen wollen oder schon haben oder in einer anderen Klinik, dass Sie überhaupt an die Narbenpflege denken. Denn viele Patienten vergessen das und Hand aufs Herz, auch viele Chirurgen weisen die Patienten gar nicht darauf hin, dass man da was machen kann. Es ist also super wichtig, dass Sie selber die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich kümmere mich darum, informiere mich, weil Sie sind auch diejenigen, die Hand anlegen müssen. Sie sind ja meistens mit der Narbe alleine und der Arzt ist nicht da. Es ist also ganz wichtig, dass der Patient hier mitarbeitet. 2 bis 3 Wochen nach der Operation, in diesem Zeitraum werden noch ungefähr die Fäden entfernt, wenn es nicht selbstauflösende Fäden sind, fängt die Narbenpflege an und sie dauert nicht nur 1 oder 2 Wochen, manchmal geht das über Wochen, dass man eine Narbe pflegen kann. Woran erkennt man aber, dass eine Narbe inaktiv ist, also ausreichend gepflegt ist? Die Narbe ist am Anfang rot, also gut durchblutet. Wenn man aufs Narbengewebe drückt und wieder loslässt, sieht man, wie die Narbe weiß ist und plötzlich wieder rot wird. Das nennen wir Rekapillarisierung. Solange das der Fall ist, solange eine Narbe rot ist und auf Druck weiß wird, dann wieder rot, ist sie aktiv und auch für Narbenpflege offen. Das heißt, solange die Narbe so ist, bitte, bitte, bitte die Narbenpflege weitermachen. Erst wenn sie dann später hautfarben wird, zunehmend weiß und sich an das Hautkolorit anpasst, dann weiß man, meine Narbe hat sich beruhigt, sie ist inaktiv und dann kann die Narbenpflege beendet werden. Wichtig ist A, Sie müssen die richtigen Produkte beschaffen, einkaufen oder überhaupt bestellen im Internet. Denn eine normale Fettcreme oder so tut es da meist nicht. Die Narbenpflegeprodukte, wir benutzen zum Beispiel das Produkt Scarcare bei uns in der Klinik, haben bestimmte Bestandteile in sich, die die Narbenpflege optimieren und optimal begleiten, sodass die Narbe in Ruhe reifen kann. Diese Produkte werden mehrfach am Tag, zumindest 2-mal aufgetragen und kräftig einmassiert. Wie man hier in dem Video sieht, sind das mehrere kreisende Bewegungen über die Narbe. Die Narbe kann dabei sogar etwas rot werden, was völlig in Ordnung ist, denn gesteigerte Durchblutung heißt mehr Narbenreifung. Wichtig ist auch, dass man diese Narbenpflege erst anfängt, wenn die Fäden entfernt wurden. Das ist meist nach 2 bis 3 Wochen nach der OP der Fall. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass die Fäden sich selbst auflösen. Also bitte hier mal mit dem Arzt sprechen, wann ist der richtige Zeitpunkt mit der Narbenpflege zu beginnen. Ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass eine Narbe extrem sensibel ist gegen UV-Einstrahlung. Das heißt, wenn Sommer ist, aber auch im Herbst, Winter und Frühling, wenn die Sonne sehr intensiv scheint, leidet die Narbe, bildet Pigmente und ist somit mehr sichtbar, als das notwendig wäre. Das heißt hier guter UV-Schutz. Guter UV-Schutz bedeutet, dass man entweder ein Produkt verwendet, was den UV-Schutz integriert hat, wie zum Beispiel Scarcare, aber es gibt auch viele andere Produkte, die einen guten UV-Schutz gewährleisten, zum Beispiel Sonnenschutzcremen oder Sonnenschutzstifte mit sehr hohem Lichtschutzfaktor. Am besten vorher schon besorgen, zu Hause platzieren, damit man dann, wenn es losgeht, alle Produkte parat hat.
Es gibt außerdem spezielle Silikonpflaster, die man verwenden kann, um das Narbengewebe weich zu machen. Man wundert sich da immer über den Zusammenhang mit dem Silikon, aber Silikon ist ein sehr guter Weichmacher. Das heißt, die Pflaster haben ein sogenanntes Slow-Release-System. Das heißt, Silikon wird langsam abgegeben an das Narbengewebe und führt dazu, dass diese Kollagenfasern, die da gebildet werden, nicht wie Mikado-Stäbe völlig wild durcheinander liegen, sondern gleichgerichtet geschmeidig sind, was die Narbe später weich machen lässt und einfach geschmeidig und unauffällig abheilen lässt. Wenn eine Narbenheilung schief geht oder gestört ist, dann können Keloidnarben entstehen oder auch sehr breite Narben oder sehr gerötete Narben und die Patienten zwingen, sogar eine Narbenkorrekturoperation durchführen zu lassen. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein und Sie haben eine störende Narbe, ist es manchmal gut, die Narbe zu korrigieren, also das Narbengewebe zu entfernen, die Narbe neu zusammenzunähen, am besten vom plastischen Chirurgen, weil der doch etwas anders näht als andere, und dann die Narbenpflege früh zu beginnen. Der entscheidende Punkt, wie die Narbe entsteht, ist ja die Operation. Und wie die Narbe am Ende heilt, hängt auch davon ab, wie wir Chirurgen nähen. Wir plastischen Chirurgen nähen dabei besonders filigran und unterstützen damit schon die gute Narbenheilung. Wenn ihr sehen wollt, wie so ein plastischer Chirurg, in dem Fall bin ich das, so eine Wunde näht, dann schaut euch mal dieses Video an, denn da hat man mal ein bisschen tiefere Einblicke in den OP, die man vielleicht sonst nicht bekommt.